Heute gibt es ein Basic-Rezept, ein Schokokuchen, ideal als Basis für eure Torten oder Motivtorten oder einfach nur mit etwas Sahne und Puderzucker bestreut. Super, super lecker. You made my day. You made my day. You made my day. Oh, day. You made my day. You made my day. You made my day. Los geht's mit den Zutaten. Benötigt wird Mehl, Butter, Backpulver, Natron. Und bevor ihr mich fragt, bitte verzichtet nicht auf das Natron. Das Natron macht den Kuchen nämlich erst richtig schön weich und fluffig. Außerdem wird benötigt Vanillearoma, alternativ ein Päckchen Vanillezucker, Eier, Wasser, Kakaopulver, Zartbitterschokolade, saure Sahne, Zucker und Instant-Kaffee. Und keine Angst vor dem Instant-Kaffee, er ist gar nicht so stark im Kuchen herauszuschmecken, hebt aber super das Schokoladenaroma hervor. Deswegen auch hier meine Empfehlung, bitte nicht darauf verzichten. Zunächst werden in einem Kochtopf Wasser, Butter, Schokolade und Instant-Kaffeepulver bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren so lange erwärmt, bis alles geschmolzen ist. Die Schokomasse muss anschließend vollständig auskühlen, bevor sie weiterverarbeitet werden kann. Ist dies geschehen, kommen in eine Rührschüssel Eier, Zucker und Vanillearoma und werden etwa 5 Minuten hellcremig aufgeschlagen. In der Zwischenzeit wird Mehl mit Kakaopulver, Natron, Backpulver und natürlich einer Prise Salz, die ich eben vergessen habe, hinzustellen, miteinander vermischt und kurz auf die Seite gestellt. In das aufgeschlagene Eier-Zucker-Gemisch kommt nun die saure Sahne und die ausgekühlte Schokomasse. Zu guter Letzt wird in etwa 2 bis 3 Portionen das Mehlgemisch dazu gesiebt und nur ganz kurz eingerührt, nur so lange, bis sich alles gut miteinander vermischt hat. Da ich heute einen Herzkuchen backe, verwende ich einen Herzbackrand. Um diesen habe ich einen Bogen Backpapier und zusätzlich Alufolie am Boden gespannt, da der Teig relativ dünnflüssig ist und damit nicht ganz so viel ausläuft. Wichtig ist auch bei Backen in einem Backrand, diesen auf ein ganz gerades Backblech zu stellen. Gebacken wird der Teig schließlich bei 170 Grad Umluft für etwa 45 bis 50 Minuten. Macht auf jeden Fall nach dem Backen eine Stäbchenprobe und wenn nichts mehr am Stäbchen hängen bleibt oder nur noch ganz wenig, dann ist der Kuchen fertig gebacken. 15 Minuten lasse ich ihn in der Form auskühlen, bevor ich den Backrahmen abnehme. Ihn stürze, Alufolie und Backpapier vorsichtig abziehe und anschließend vollständig auskühlen lasse. Die genauen Mengenangaben und auch den Link zum Rezept zum Nachlesen findet ihr in der Infobox und am Ende dieses Videos verlinkt.